Wenn man in sensiblen, sehr schönem Gebiet arbeitet, dann muss man schauen, dass man gute Kooperation oder Kollaboration hat mit den Umweltschutzorganisationen. Sie haben einen klaren Auftrag vom Gesetzgeber, das ist der Advokat der Natur. Wir haben immer versucht, eine nächste Lösung dialektisch zu finden, oder nicht immer sagen, das ist eine Position, das ist eine Position, wie kriegen wir eine Position eine Stufe weiter. Immer mit dem gemeinsamen Ziel, die sensationelle Landschaft hier oberhalb von Flims in Wert zu setzen, gemeinsam in Wert zu setzen, ohne dass man es eben überverbrauchen tut. Es hat eigentlich 3 Arten von Projekten gegeben. Es waren auch 3 verschiedene Projektphasen. Insgesamt verteilt über 15 Jahre. Und das hat angefangen in der ersten Phase mit der sogenannten Y-Variante, wo man mit Gondelbahnen bis in Richtung Stadtschels wäre und dann mit Pendelbahnen weiter. Dann ist eine zweite Phase gekommen, wo man die Umweltorganisationen mit eingebunden hat, 2014 mit einer grossen Begehung. Im 2017 ist dann die Grosskabinen-Variante dazugekommen. Und Corona als eigentlicher Gamechanger hat dazu geführt, dass man jetzt auf das Roadtaxi-System weiterentwickelt hat und der Flame Express nach 15 Jahren Planung jetzt eigentlich in die Umsetzungen begleiten können. Es muss für die Gäste, für die Einheimischen, für die Zweitheimischen die beste Variante sein. Es muss für den Betreiber top sein und es muss aber effektiv auch die Anforderungen erfüllen von den Schutzzielen innerhalb von der Natur, von der Landschaft. Der Best Case ist genau daraus entstanden, wo man alle Facetten abgedeckt hat und am Schluss können an den Start bringen. Die Umweltschutzorganisationen setzen sich für die Natur ein, für die Umwelt ein. Es geht aber nicht nur ums Schützen, sondern eigentlich auch ums Fördern, ums Erhalten, ums Ausweiten. Wir wollen aber auch, dass die Beziehung des Menschen mit der Umwelt eine nachhaltige ist, sodass es auch für die künftigen Generationen eine schöne Schweiz bleibt. Es war eigentlich eine wirklich gute Zusammenarbeit, weil im Bereich Tourismus ist das nicht immer in der Vergangenheit so gewesen. Aber da hat man wirklich ein Beispiel erbringen, das modellhaft ist für die Schweiz. Die Zusammenarbeit besteht eigentlich aus einer sehr langen, kontinuierlichen Zusammenarbeit, wo man sich auch zusammen gerauft hat am Anfang, aber am Schluss eine gute Lösung hat können, gemeinsam erarbeiten in einem Gebiet, das natürlich intensiv genutzt ist, wo jetzt aber auch Natur kann wieder aufleben kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Trennlinie geschaffen hat zwischen dem Naturraum auf der rechten Seite, also Richtung Flimserstein, und auf der anderen Seite die neuen Bahnen konzentrieren, bündeln in einem bestehenden Korridor. Man hat den visuellen Eingriff in die Landschaft minimiert, vor allem bei der wesentlichen neuen Station, bei der Senjeshütte, auch sehr viel unterirdisch anordnen, sodass eigentlich visuell nicht viel passiert. Man hat also eine bessere Lösung jetzt gefunden, als sie jetzt bestanden hat, und zugunsten eigentlich sowohl für die Ästhetik, für das Landschaftsbild und auf der anderen Seite für den Wildlebensraum, wo jetzt da auch wieder mehr Platz bekommt, als es heute der Fall war. Auf Vertrauensbasis hat man aufgebaut. Oder? Wir haben uns daran gehalten, also nicht nur daran gehalten, sondern mein Anliegen war immer, dass wir über das aus machen, was wir eigentlich müssen. Nicht einfach nur das gesetzliche Minimum, sondern versuchen, zum beispielhaft zu sein, auch für die Zukunft. Wir haben einfach gesagt, wir wollen eigentlich fast nicht Architektur, wo man nicht gross sieht, damit die Landschaft im Vordergrund steht und nicht die Bahnanlage als solches. Dass der Horizont und das Ganze so minimal invasiven Eingriff ist, wie wir können erdenken. Und das ist die Lösung, die wir jetzt ja gefunden haben, nachdem wir über 15 Projekte immer wieder verworfen haben.